Sie sind alt und kaputt, manche sogar schrottreif. Hunderte Flipper warten in diesem Lager auf eine Wiederbelebung. Heute nimmt sich Henrik Maurer einen besonders schweren Fall vor, den Flipper 8-Ball Deluxe. Verrostet und vergammelt. Ein absoluter Klassiker, Anfang der 80er Jahre, extrem populär, stand bei uns damals in jeder Kneipe, ist bis heute ein absolut gesuchtes Stück. Ob jetzt in dem Zustand, weiß ich nicht, aber wir werden ja sehen, was wir daraus machen können. Ich habe mit 6 Jahren meinen ersten Flipper gekriegt und seitdem hat die Leidenschaft für Flipper einfach nie nachgelassen und deshalb kann man sowas unmöglich entsorgen. Das sind alles Babys von uns. Den maroden Spielautomaten erwartet eine High-End-Restaurierung. Das heißt, wie im Neuzustand, vielleicht sogar ein bisschen besser. Das wird mehrere Wochen dauern und es braucht ein starkes Team dafür. Das gibt es unter diesem Dach bei Pinball Dreams in Saarbrücken. So. Ja, bin auch schon ganz gespannt. Ich weiß nicht, ob ich da noch gespannt bin. Oh weh, oh weh. Henrik Maurer und Techniker Holger Schmidt begutachten erstmal den Zustand des Flippers. Immer wieder wurde am Spielfeld geschraubt, geflickt und gepinselt mit einfachsten Mitteln. Das ist ja mal richtig schön, das ist ja alles handgemalt, nur hier oben. Ja. So, trauen wir uns. Die Unterseite des Spielfeldes desolat. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da hat einer schön gebastelt. Alles verrostet, alles. Ebenso in der Backbox, dem Kopfteil des Flippers. Also Ja. ganz selten gesehen, was ist da oben los? Wird Schauen wir doch mal drunter. Wird echt spaßig, das da. Ne? Wahrscheinlich alles irgendwie zusammengefrickelt. Ja. In 18 Jahren habe ich eigentlich so eine Ausgangsbasis noch nie gehabt. Im ersten Schritt, wenn wir den Flipper jetzt mal komplett zerlegen, alle Einzelteile, bis quasi das Spielfeld leer ist, bis das Gehäuse komplett leer ist, dann haben wir einen Riesenberg an Teilen, Metallteile, Plastikteile, Platinen und so weiter, die alle auf unterschiedlichste Art und Weise aufgearbeitet, restauriert werden. Das Spielfeld geht nachher irgendwann in die Airbrush-Abteilung. So, und dann wird jedes Teil restauriert und in ein paar Wochen bzw. Monaten ist dann hoffentlich wieder alles schick. Und irgendwann werden wir es dann wieder zusammenbauen. Wirtschaftlich ein Totalschaden. Trotzdem, die Basis gibt genug her, um die damals so beliebten Spielfunktionen wiederherzustellen. Also ich denke, es ist einfach die Summe der Features beim 8-Ball Deluxe, also sehr populär. Waren damals die Drop-Targets, also einfach ein Ziel, wenn man drauf geschossen hat mit der Kugel, ist das nach unten weggeklappt. Und der 8-Ball Deluxe, das war auch als Kind mein Lieblingsfeature, der hat quasi so einen Tunnel, wo diese Fallziele einfach hintereinander angeordnet waren und man musste quasi diesen Tunnel einfach freispielen, bis man dann hinten ein Freispiel gewinnen konnte. Also er hat jede Menge von diesen Fallzielen einfach drauf. Er hat eine schöne Pop-Bumper-Action, einfach alles drauf, was einen schönen Flipper damals ausgemacht hat. Holger Schmidt beginnt mit der Demontage des Spielfeldes. Dafür benötigt er unterschiedliche Bits, also Einsätze für den Akkuschrauber. In diesem Fall sogar solche mit metrischen Maßen. Für den Flipper-Fachmann ein Graus. Jede Ecke hat ihre eigenen Schrauben, aber selbst die Schrauben hier, Posi-Drive-Schrauben, sind nie in einem Flipper gewesen, zum Beispiel. Also selbst die Schrauben sind hier alle schon irgendwie getauscht worden. Hier sind Torx-Schrauben, gehören nicht in den Flipper rein. Also hier ist so gut wie alles anders, wie es sein soll. Generell sind hier alle Maße imperial. Und das sind halt die Schrauben, mit denen die Amerikaner damals die Geräte produziert haben. Alles auf Zoll, Inch basierend, das kriegt man nicht einfach so im Baumarkt. Schraube für Schraube wird gelöst. Dann kommt Holger Schmidt zu den Schlagtürmen. Das sind die sogenannten Pop-Bumper, die, wenn der Kontaktteller berührt wird von der Kugel,
ziehen die an und schießen die Kugel wieder weg. Da wurde auch schon richtig gut gebastelt. Der Haufen mit kaputten Flipperteilen wird immer größer. Ja. Viele Mechaniken sind auch von unten verschraubt. Holger Schmidt muss deshalb immer öfter an die Unterseite des Spielfeldes. Die Gelegenheit für ein bisschen Nachhilfe in Flipperkunde, englische Sprachkenntnisse, sind dabei von Vorteil. Hier haben wir Flipperfinger dreimal, dann die Slingshots, die Kugel von den gespannten Gummiringen wieder wegschlägt. Inline-Drop-Target-Bank, eine normale Drop-Target-Bank, eine Single-Drop-Target-Bank, die Schlagtürme, die Pop-Bumper und ein Kickout. Holger Schmidt entfernt die Drop-Down-Target-Bank, das Fallzielmodul mit insgesamt 8 Targets. Das war 1984 eine echte Innovation, als der Flipper auf den Markt kam. Hat der Spieler alle Ziele getroffen und versenkt, kann die Kugel auf eine weitere Reihe von Kontakten geschossen werden. Das erhöht das Punktekonto und bringt den Spieler auf ein nächstes Level. Dass dieser Flipper einmal heiß begehrt war, erkennt Holger Schmidt an der Spule des Flipperfingers. Okay, die Spule muss auf jeden Fall getauscht werden. Die hat schon ein Hitzeband. Der Planger, der wird getauscht. Und die Achslager, das wird auch getauscht. Also es ist halt wirklich nur mehr oder weniger die Grundplatte und der Haltewinkel. Wenn die gut aussehen, kann man die wieder herrichten. Die aufwendige Reparatur des 8-Balls wird im Auftrag eines Sammlers ausgeführt, für sein privates Museum. Wir dokumentieren am Anfang immer einen Ist-Zustand, sodass wir dem Kunden einfach auch lückenlos sagen können, so hat ein Flipper ausgesehen, das ist uns alles aufgefallen, das war alles defekt, sodass er es einfach alles komplett nachvollziehen kann und auch wir einfach wissen, wie war der Grundzustand eigentlich, und das nehmen wir jetzt einfach am Anfang von so einem Projekt immer auf und dokumentieren das alles. Die ganzen Metallteile werden wir nachher alles auseinanderschrauben. Und ganz ehrlich, von der Substanz her geben die Metallteile einfach nicht mehr viel her. Das heißt, wir werden die alle sandstrahlen und werden sie neu verzinken lassen und dann sehen die wieder richtig schick aus. Weil den ganzen Rost, den wird man durch manuelles Polieren, wirst du den nicht runterkriegen und wirst du nicht mehr schön kriegen. So mit den Plastikteilen, also wir retten natürlich gern, was zu retten ist, aber hier ist größtenteils alles schon einfach auseinandergebrochen. Da ist einfach nichts mehr zu machen. Da gibt es sehr gute Reposätze, die auch im Siebdruck gemacht sind. Die bedruckten Abdeckungen werden später nachgekauft und ersetzt. Und für alle weiteren Plastikteile ist er zuständig. Bernd Gaspard. Spitzname Laser Bernd. Er schneidet eine Polyesterplatte im Lasercutter. Der Laserstrahl wird durch eine Kombination aus Spiegeln und Motoren erzeugt. Gebündelte Lichtimpulse schneiden auf einen Zehntelmillimeter genau. Das Material ist grob gesagt Plexiglas, aber viel zäher, rissfester und lichtverträglicher als das Material aus den 80er Jahren. Zurück in der Werkstatt. Holger Schmidt beginnt mit der Grundreinigung der Metallteile. Mit einem Flüssigreiniger entfernt er Patina aus 40 Jahren. Staub, Dreck und dieser ganz besondere blaue Kneipendunst. Sehr oft sind die sehr zugequarzt, die Geräte. Sind ja in schlecht belüfteten Kneipen gestanden, wo
viele Leute geraucht haben, natürlich dann, die Geräte sind warm und dort hat sich dann das ganze Nikotin gesammelt. Das ist ein stark alkalischer Reiniger, löst Nikotin sehr erfolgreich. Spulen und Platinen sind bald vom Schmauch befreit. Jetzt sind die verrosteten Metallteile dran. Mit einem Flüssigreiniger kommt Holger Schmidt hier nicht weit. Er braucht etwas mehr Druck. Viel mehr Druck. Zwischen 6 und 10 bar sollte er schon liegen, der Druck für den Sandstrahler. Dann wird das rötlich-braune Eisenoxid zuverlässig entfernt. Nach der Sanddusche können die Metallteile weiter aufgearbeitet werden. In Partnerbetrieben werden sie verzinkt und verkohlt. Jana Wolf nimmt sich das Spielfeld vor. Die Vorbesitzer haben Löcher an falschen Stellen in das Holz gebohrt. Durch zusätzliche Farb- und Lackschichten ist die Oberfläche jetzt wellig und uneben. Ich mische Holzleim mit Wasser und roll hier die Stelle unterspritzen, wo das Spielfeld so hoch kommt. Wird das gleich festklemmen, damit das wieder runterkommt. Ja, das sieht jetzt ein bisschen interessant aus. So, das ist Wachspapier, damit es nicht festklebt. So, das wird dann fest bis morgen. Man improvisiert eigentlich oft. Jedes Spielfeld ist anders, man findet immer andere Sachen vor. Man muss auch oft gucken, wo ist das Loch richtig, wo gehört es eigentlich richtig hin, wer hat da schon mal wo eine Schraube reingehauen. Was muss ich zumachen, was ist richtig, was muss bleiben. Ja, so. Kleine Löcher füllt sie mit Spachtelmasse. Für die großen gibt's Zahnstocher. Hier ist ein Loch, das komplett durchs Spielfeld geht, wo es nicht hingehört, beziehungsweise eigentlich nur eine kleine Holzschraube ist. Und das muss ich komplett verschließen und dann hinterher gerade spachteln, damit man hinterher wieder das Originale, was da hingehört, auch einschrauben kann. Das verschließt das super mit Holzleim und wirklich auch Holz. Das trocknet jetzt, dann wird das hinterher abgemacht und nochmal schön glatt gemacht. 2 Wochen später. Das Spielfeld ist mehrfach geschliffen und bereit für den nächsten Schritt. Mit Airbrush und Acrylfarben auf Wasserbasis soll das Design des Spielfeldes rekonstruiert werden. Das beginnt mit Maskierfolien, die Alex Kunz auf das Spielfeld klebt. Mit einem Künstlerskalpell zieht er die Umrisse des ersten Farbfeldes nach. Nur die blaue Fläche schneidet er frei. Den Rest deckt die Folie ab. Auf die Ränder achtet Alex dabei ganz genau. Sehr herausfordernd und manchmal auch nervig, wenn das Skalpell nicht das macht, was ich will. Aber eigentlich ist es eine sehr beruhigende Arbeit auch. Voll im Konzentrationstunnel. Ja, so ein bisschen meditativ auch manchmal. Aber kann auch sehr anstrengend sein. Also auch diese Konzentration über Stunden zu halten, das ist dann schon auch erschöpfend. Unsere Farbpalette ist eigentlich relativ begrenzt. Es gibt nur so ein paar Grundtöne und dann muss jede Farbe wirklich sehr akkurat nachgemischt werden. Dazu trägt man die wirklich immer in kleinen Tupfen auf das Brett auf die Originalfarbe und versucht sie dann wirklich mit einem guten Auge, im guten Licht da so ranzuarbeiten, dass man einfach den Originalfarbton wieder trifft. Das ist manchmal
In einem Glücksgriff hat man das mit 2, 3 Tropfen geregelt und manchmal kann man auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde dafür brauchen, die richtige Farbe zu treffen. Das Treibmittel für die Airbrush-Pistole ist Druckluft. Sie zerstäubt die Acrylfarbe zu einem feinen Nebel. Alex Kunz verteilt die Farbe im Kreuzgang. Zuerst von oben nach unten, dann nochmal von links nach rechts. Anschließend entfernt er das Schutzpapier und die Maskierfolie. Das sieht eigentlich gut aus. Hier haben wir noch ein kleines Restchen Folie. Aber sonst sieht das wunderbar gleichmäßig schön blau aus und das kommt dem originalen Blau sehr nahe, denke ich. Dann sprüht Alex mit schwarzer Farbe. Sie bildet den Untergrund für Grafikelemente, die später wie Seile aussehen. Die Oberfläche des Seils besteht aus vielen hunderten winzigen Flächen. Alex Kunz demaskiert jede einzeln. Dafür braucht's mehr als nur Fingerspitzengefühl. Geduld und aushalten. Ja, Geduld, Konzentration, ganz genau hingucken und alles möglichst akkurat genauso machen, wie es sein soll. Möglichst wenig, naja, das passt schon so, weil das rächt sich später wieder bei anderen Arbeitsschritten. Also einfach akkurat dabei bleiben. Das ist die Kunst dabei. Der Anfang ist gemacht. Die blaue Fläche und die Seile sind rekonstruiert. Es folgen Typografien, Schriftelemente. Die weisen später im Spiel auf Spezialfunktionen und mögliche Punktgewinne hin. Und wieder kommen Maskierfolien zum Einsatz. Die feinen Formen hat diesmal ein Plotter vorgeschnitten. Geschafft. Sieht wieder aus wie neu. Aber bis dieses Spielfeld auch wieder bespielbar wird, vergeht noch etwas Zeit. Ein Spielfeld, was wirklich im ganzen Bereich nachgebessert werden muss, unter 20 Stunden, ganz selten. Und 30 Stunden sind realistisch, gibt aber auch Bretter, die einfach, wo so viel gemacht werden muss oder die Sachen so filigran sind und so fein, wo man auch mal 60, 70 Stunden dabei ist, ja. Naja, also das alles wirklich nochmal so hinzukriegen, dass es möglichst originalgetreu ist. Das sind wir hier, denke ich, auch bei 50, 60 Stunden in dem Zustand, weil das ist wirklich außergewöhnlich schlecht erhalten. Die letzten Linien zieht Alex mit einem gewinkelten Präzisionspinsel nach. Der abgeknickte Pinselkopf erlaubt es ihm, seine Hand auf dem Spielfeld abzustützen. Für mehr Stabilität und Ruhe. Es geht ans Gehäuse des 8-Ball Deluxe. Auch das hat über die Jahre gelitten. Der Anstrich nur noch ein blasser Schein. Rissig und matt. Der Schriftzug und die Designelemente werden zunächst von Matthias Wrona mit einem Flachbettscanner in den Computer übertragen. Die Scans bauen wir nochmal zusammen zu einem großen Bild. Also ich mache jetzt einzelne Scans in ca. DIN A4 Größe. Die werden digital nochmal zusammengefügt, damit wir halt die ganze Seite von dem Gehäuse
als Scan vorliegen haben. Und im Anschluss werden mit einem Vektorprogramm die ganzen Linien nochmal nachgezeichnet digital. Tatsächlich ist es so, dass mir die Flipper, die aus dieser Zeit stammen, aus den 70ern, 80ern, auch mehr Spaß machen, weil die Formen, die sind oft einfacher, das ist halt eine klarere Designsprache. Bei den moderneren Brettern, da passiert halt im Gerät schon mal viel mehr, im Flipper, alles leuchtet, alles bewegt sich. Da sind die klassischen Flipper sind für mich irgendwie ansprechender. So sieht der fertige Scan aus und das Ergebnis, was wir dann wollen, sind die Spritzschablonen. Hier jetzt für das Gold, was man sieht. Also wird das Gold aufgetragen und im Anschluss wird dann das Schwarz drüber gesprüht. Das sind digitale Vektordateien und der Plotter verarbeitet sie dann. Der Plotter funktioniert wie ein Drucker. Nur zeichnet er die Formen nicht auf Papier, er schneidet sie mit einer feinen Klinge in eine Kunststofffolie aus Vinyl. Daraus werden die Schablonen für die folgenden Lackschichten. Für den Transport in die Lackiererei schützt Matthias Wrohner die Maskierfolie mit einer weiteren Schicht, der Transferfolie. Aber erstmal muss der Lack ab. Günter Kratz entfernt die alte Farbe mit einem Exzenterschleifer. Der dabei entstehende Staub wird direkt abgesaugt. Mit einer Polyester-Spachtelmasse gleicht Günter Kratz Löcher und Risse in der Oberfläche aus. Man sieht hier jetzt schon schön die Unebenheiten. Das Dunkle, was hochkommt, ist halt höher und alles, was weiß wird, ist tiefer gelegen. Wenn man das nicht macht, gibt es auch kein schönes Lackbild. So kriegt man die Kanten wieder schön hin. Die Spachtelmasse härtet schnell aus und bildet eine robuste Basis für die kommenden Lackschichten. Wenn alles gespachtelt ist, dann wird es nochmal geschliffen. Nach dem Schleifen kommt es dann zum Füllern. Nochmal schleifen und dann kommt praktisch das Bild dann drauf. Henrik Maurer bringt das gespachtelte und geschliffene Gehäuse in die Werkstatt des befreundeten Tischlers Robin Maul. Denn hier gibt es eine Lackierkabine mit Abzug für die giftigen Dämpfe. Robin Maul bereitet die nächste Schicht für das Gehäuse vor, den Füller, eine rissfüllende und isolierende Grundierung. Mit der Lackierpistole trägt Robin den Füller auf die Außenseite des Gehäuses auf. Der Füller hat gleich mehrere Vorteile. Er schützt vor Feuchtigkeit und Hitze, verbessert außerdem die Haftung der Lacke. Die geplotteten Spritzschablonen kommen zum Einsatz. Günter Kratz und Henrik Maurer passen die Folie millimetergenau an. Ich mache das immer von der Mitte mit von oben. Günter Kratz streicht Luftblasen aus, die zu einem schlechten Lackbild führen könnten. Die Transferfolie wird entfernt, die Maskierfolie bleibt auf dem Gehäuse kleben. Vorsichtig und hochkonzentriert. Sollte man schon sein, weil die Fehler, die man nachher macht, kann man eigentlich nicht mehr korrigieren. So, die Gehäuse aus der Zeit sind in der Regel dreifarbig. Wir bringen jetzt die Farbe auf und haben jetzt entsprechende Maskierfolien auf das Gehäuse geklebt, damit einfach nur die Stellen, die auch lackiert werden sollen, in dem Ockerbraun, welches wir gleich spritzen werden, dann dementsprechend auch ockerbraun werden.
Diese Schablonen sind immer so angelegt, dass man von der hellsten bis zur dunklen Farbe lackiert. Früher war es egal, also in den 80er Jahren haben die Nitrolacke verwandt, da hat ein helles Gelb auf schwarz gedeckt, aber das ist heute nicht mehr so. Also sind so angelegt, dass man immer von der hellsten zur dunkelsten Farbe lackiert. Günter Kratz lackiert mit Polyurethanlack. Dieser Lack ist wasserverdünnbar. Durch eine zweite Komponente, einen Härter, wird die Lackschicht sehr hart und widerstandsfähig. Es folgt die letzte Schicht Lack, schwarz. Rund 15 Minuten muss die Farbe trocknen. Dann kann Günter Kratz die Maskierfolie entfernen. Dabei darf er keinen Schnipsel vergessen. Jedes Detail zählt für das perfekte Bild. Eine Woche später beginnt der Zusammenbau des 8-Ball Deluxe. Die verschiedenen Gewerke haben jetzt alle ihre Arbeit gemacht. Wir haben wunderschöne verchromte Teile bekommen. Die Metallteile sind vom Verzinker da. Das Spielfeld ist wunderschön, ist jetzt mehrfach lackiert, Lack ist ausgehärtet. Gehäuse ist fertig, sind alle Ersatzteile da und jetzt können wir eigentlich an den Zusammenbau gehen. Allein so verchromte Teile ist einfach wunderschön, verzinkte Teile, wenn man so ein Spielfeld dann nochmal in neuem Glanz erstrahlen sieht, das ist immer wieder schön, auch wenn man es schon hunderte Male gesehen hat. Bis zum Einbau des Spielfeldes in das Gehäuse ist es allerdings noch ein langer Weg. Claudia Milan schraubt die ersten Metallteile an. Jetzt heißt es den Überblick behalten. Zu wissen, wo welches Teil hingehört. Also das ist so die größte Herausforderung. Ich meine, bei den Geräten aus der Generation sind die Teile häufig sind sie sich recht ähnlich und dann hat man so Überschneidungen und weiß dann schon, was wohin gehört. Aber ansonsten muss man gute Fotos gemacht haben am besten, um das nochmal zusammenzukriegen. Das ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung. Wenn man weiß, wo was hingehört, ist das nicht mehr so schwierig. Ne? Und nichts kaputt zu machen. Das ist auch noch, also das Gehäuse ist ja jetzt wie ein rohes Ei. Klar, es gibt Leute, die sind da sehr puristisch unterwegs und wollen nachher auch, dass ihr Gerät wirklich möglichst original nochmal zusammengebaut ist. Manchmal ist es halt schon so, dass vorher schon irgendein Vorbesitzer Schrauben reingemacht hat, die halt nicht dazugehören. Das war ja bei dem Gerät auch im Spielfeld zum Beispiel. Das Schwierige, wenn wir das aber hier mit den Originalschrauben nochmal machen wollen, wenn man die sortiert, gibt es zum Teil ganz geringe Unterschiede in der Länge und in der Breite. Also wenn ich jetzt 1, 2 Schrauben falsch absortiere und ich greife nachher nur noch rein und baue zusammen und ich habe beim Sortieren halt da ein bisschen geschludert, dann habe ich unter Umständen eine Schraube, die halt 1 Millimeter länger ist als eine andere und die geht dann durchs Spielfeld. Dann baue ich alles nochmal ab, mache das alles nochmal neu. Und das kann beim Gehäuse natürlich auch passieren. Finish für das Spielfeld, der letzte Schliff. Holger Schmidt nutzt dafür eine schleifmittelhaltige Paste in verschiedenen Körnungen. Er darf mit dem Polierschleifer nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Die durch die Reibung entstehende Wärme könnte sonst den Klarlack wieder zerstören. Bis zu 10 Schichten Lack sorgen für ein glänzendes Ergebnis. Nach der Politur geht es an die Unterseite des Spielfeldes. Jana Wolf erstellt die Stromversorgung für die unzähligen Birnchen und Mechaniken. Dafür tackert sie viele Meter Litze auf das Spielfeld, ein blankes Drahtseil, das leicht formbar ist und Strom zu den einzelnen Bauteilen leiten wird.
habe jetzt hier die Lampenfassung drin. Der Strom für die Lampenfassung wird geführt halt mit so einem Versorgungskabel. Das wird dann wieder draufgetackert und später mit dem Kabelbaum verlötet und hier, das wird alles noch verlötet. Das ist sozusagen die Versorgungsleitung für die Lampenfassung. Man muss jetzt zum Beispiel dabei schon gut aufpassen, dass man sich keinen Kurzschluss einbaut, dass sich irgendwo was berührt, wo man hinterher Ärger hat. Gut aufpassen. Und gut, im Grunde viel ist natürlich auch logisch. Ne? Ich sehe ja hier, überall sind die Lampensockel verschraubt, da muss ich einmal entlang gehen. Ich muss halt an jede Seite muss ich einmal und ja, aber überall macht man sich am besten gute Fotos und kann sich hier später alles gut angucken. Dass es schön aussieht und funktioniert. Ja. Fotos helfen auch Claudia Milan beim Zusammenbau. Ein kiloschwerer Trafo wird zusammen mit einer Platine auf der Basisplatte montiert. Parallel schraubt Holger Schmidt die Drop-Down-Target-Bank zusammen. Die besteht aus Metallplatten für das Gehäuse, 2 Spulen und den 8 Targets, also den Fallzielen, die der Spieler später treffen soll. So, dann ein paar neue Targets. So. In den letzten 10 Jahren ist die Ersatzteilversorgung Jahr um Jahr besser geworden. Mittlerweile kriegt man die meisten Ersatzteile von den großen namhaften Herstellern eigentlich ziemlich zuverlässig. Ja, sieht gut aus, glänzt wieder und fertig ist die Geschichte. Die Spielfeldverkabelung des 8-Ball Deluxe ist viele Meter lang und besteht aus ca. 680 einzelnen Drähten. Verbindungen für die Spulen, Birnchen und die Kommunikation zwischen den Platinen und der Mechanik. Das macht auf jeden Fall Spaß, gerade wenn sich das immer so zu einem Bild wieder fügt und wenn es so auch wieder einfach Sinn ergibt, ne? Alles so an seinen Platz kommt und guck mal, das sind die 4 hier, das macht doch Sinn, oder? Also jede Lampe hat jetzt ihre eigene Kabelfarbe, ne? Das ist halt alles kodiert und dann gibt es halt viele Möglichkeiten. Also es gibt halt kein anderes, was jetzt grün und schwarz ist. Und wenn ich dann auf dem Foto 4 verschiedene Farben habe, dann kriege ich das schon zugeordnet. Gut. 4 Wochen später rückt das Ende der Restaurierung in der Saarbrücker Werkstatt immer näher. Claudia Milan spannt die Silikongummis für die Slingshots. Slingshots funktionieren wie Schleudern und halten die Kugel länger im Spiel, wenn der Kontakt ausgelöst wird. Auf der Unterseite alles wie neu. Die gesäuberten und aufgearbeiteten Spulen werden neu beklebt. Die Bezeichnungen auf den Etiketten geben Auskunft über Stärke und Anzahl der Windungen. Claudia montiert die wiederhergestellte Drop-Down-Target-Bank mit ihren 8 Fallzielen. Dann folgt das Modul mit den Tiltmechaniken, ein wichtiges Element, falls der Spieler mal die Nerven verliert. Ja, an diesem Brett hier sind die verschiedenen Tiltmechaniken zu sehen. Das ist zum einen das Tiltpendel. Also wenn das Gerät zum Beispiel stark angestoßen wird oder angehoben wird, dann kommt das hier gegen den Rand.
und damit ist in dem Fall hier das Spiel dann beendet. Dann gibt es halt noch das Slam-Tilt, so ein Schlag-Tilt, das auch im Prinzip das Gleiche macht. Hier ist es halt ein Gewicht, was dann halt durch Anstoße von dem Gerät in Schwingung versetzt wird, hier den Kontakt schließt. Hier gibt es noch das Roll-Tilt. Das reagiert, wenn das Gerät angehoben wird. Also da wird kein Bonus gezählt und man kann immer weiterspielen. Genau. Das ist gemein, das Gerät nicht gut zu behandeln. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass da Mechanismen eingebaut sind, die das Gerät schützen. Ja. So, dann könnten wir mal einschalten. In Betriebnahme. Es fehlt aber noch ein wichtiges Teil vor dem Elektronikcheck, das Backglass, die Glasscheibe für das Kopfteil. Auf den ersten Blick ein tadelloses Ergebnis. Beim genauen Hinschauen sieht man doch einen Fehler. Das Birnchen des dritten Pop-Bumpers leuchtet nicht. Damit verbunden sind weitere Funktionen im Spiel. Die Fehlersuche beginnt. Was war das andere? Weiß-Blau? Das andere ist, schwarz-blau. Ich kann auch einfach mal im Plan gucken, was da steht, was mit dem Bumpern da ist. Da gibt es Sachen, die glaubst du gar nicht, was da passieren kann. Ich weiß nicht, wie lange haben wir mal den Kurzschluss gesucht? Da war hier in so einer Kasse so ein Kabel aufgescheuert und war hier irgendwo, hat einen kleinen Kontakt gemacht. Vor allen Dingen ergeben sich da Sachen draus, die sind völlig unlogisch. Ich würde schon nie in Zusammenhang mit einer Kassentür bringen. Da ist so ein Kabel jetzt, glaube ich, das Einfachste, hoffentlich. Doch, 50.000 ist blau. Braun ist Special Deluxe. Welches ist denn das? Ist ja schon wieder weg. Wo ist die? Special Deluxe ist hier. Deluxe Special ist die da, genau, ja. Rote. Ja, und das ist, wo braun hin muss. Könnte also tatsächlich alles dann. Es könnte sich zu einem Kreis fügen. So. Ob es nur das vertauschte Kabel war? Claudia Milan und Henrik Maurer starten den Flipper nochmal. So, geil. So. Super schön. So. Richtig, alles richtig. Alles ist jetzt genau richtig. Perfekt. Nach vielen Wochen Arbeit ist die Restaurierung des 8-Ball Deluxe geschafft. Der Flipper wird seinem Namen wieder gerecht. Deluxe, prunkvoll und luxuriös. Zeit für ein erstes Spiel nach so vielen Jahren Ruhestand. Ich kenne den Flipper natürlich in- und auswendig. Versuche jetzt einfach, ob die Flipperfinger richtig stehen, ob die so richtig stehen, dass man auch die Schüsse dementsprechend richtig trifft. Ich bin schon so oft gespielt, eigentlich einer meiner Leib- und Magenflipper auch von früher. Und das bin ich jetzt einfach alles so ein bisschen am Testen. Ne? Ob die Schüsse passen, ob die Stellung von Flipperfinger passen, ob die Gummis die richtigen sind. Nach den ersten Probespielen gibt es immer eine Liste mit Kleinigkeiten, die man nochmal korrigieren muss, bis der Flipper halt richtig funktioniert. Ist auch gar nicht schlimm, das ist ein ganz normaler Prozess. Genau. Wenn man sich vorstellt, wie der war, ist es einfach ein traumhaftes Ergebnis. Also bin ich einfach sehr zufrieden. Es ist einfach jeder Tag schön, wenn man dann wieder wachsen sieht und sieht, wie er zum neuen Leben erweckt. Ne? Einfach toll. You've got the Deluxe Nice Shop. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.